Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zeige ich meine Erlebnisse aus Südkorea, Hongkong und Macau. Wir starten direkt rein, also viel Spaß. Ich war auf dem Seoul Tower und durfte die Stadt bei Tag und bei Nacht bestaunen. Danach bin ich auf den Myeongdong Night Market, einer der größten Night Markets hier in Seoul. Hier gibt es sehr viele traditionelle Snacks oder auch viele Gimmicks aus Serien, wie zum Beispiel Squid Game. In Seoul gibt es auch sehr viele Paläste und Tempel, wo man da sehr schön in die koreanische Kultur eintauchen kann. 촬영을 원하시는 관람객 여러분께서는 줄을 서주시기 바랍니다. 여러분의 많은 협조 부탁드립니다. 감사합니다. Ladies and gentlemen. Ich wollte auch noch auf eigene Faust mit dem Zug zur DMZ fahren, die demilitarisierte Zone, also die streng bewachte Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Und da ist mir das passiert. Ja, ich bin gerade angekommen und jetzt ist mir halt was passiert. Ich habe mich jetzt gerade da halt eingelesen, so diese Aussichtsplattform, wo man dann nach Nordkorea schauen kann. Und da habe ich dann jetzt gelesen in den Reviews, dass man dafür eine Tour braucht. Man kann hier Tours buchen, so halbtags von Seoul aus und fährt dann hier zur DMZ und dann wird man hier ein bisschen rumgeführt. So, das habe ich vorher nicht ganz so genau gelesen. Das heißt, jetzt bin ich komplett umsonst hergefahren. Jetzt muss ich wieder zurück nach Seoul fahren, weil ich kann es mir ja nicht richtig anschauen. Das ist halt manchmal ein Nachteil, wenn man nicht genug vorplant. Also ja, es läuft nicht immer alles wie am Schnürchen. Ja, ich stehe hier vor dem War Memorial of Korea in Seoul. Und für die, die es nicht mehr wissen, 1950 ist Nordkorea hat eine Invasion gestartet gegen Südkorea. Und dann kam es hier zum Krieg. Der Krieg ging hier 3 Jahre und verschiedene Nationen haben hier mitgekämpft, beziehungsweise auch Südkorea unterstützt, um die Demokratie zu schützen. Und ja, es gab viele Millionen Tote und wieder ein grausamer Krieg hier. Direkt neben dem Memorial-Gebäude sind quasi hier auch ganz viele alte Kriegsmaschinerie. Ich habe gesehen koreanische Modelle, aber auch viele amerikanische Modelle. Ich gehe mal davon aus, dass vieles auch wirklich im Krieg benutzt wurde. Manche Sachen sind auch Prototypen, das steht auch hier auf den Schildern mit dabei. Auf jeden Fall schon impressive, hier mal neben so einem Panzer zu stehen. Das sind schon ordentliche Geräte hier. Seoul bietet auf jeden Fall noch vieles mehr: Shoppingstraßen, interessante Museen, moderne Hochhäuser oder auch viele kleine schöne Tempel. Hier, guckt mal, mitten in Seoul einfach eine ganze Wand voller Schallplatten. Also ich habe keine Ahnung, was das war. Koreaner, also das war ein richtiger Rentnerverein, kann ich sagen. Die wedeln hier mit koreanischen und amerikanischen Flaggen. Ich habe hier einfach beim Laufen eine Mung Bean Pancake gefunden und das muss ich natürlich sofort probieren, weil ich habe hier in Australien Mung Beans in der Arbeit abgefüllt. Okay. There's one with me.
bin jetzt hier am Bahnhof in Seoul und jetzt geht es mit dem Train nach Busan. So, ich bin soeben in Busan angekommen. 7 Stunden Zugfahrt hinter mir. Ging eigentlich ja ganz entspannt. Busan ist die zweitgrößte Stadt in Südkorea und liegt im Süden direkt am Meer. Mein Highlight war hier das Gamcheon Culture Village, eine sehr große Attraktion. Man kann hier in dem Village noch wirklich schön rumlaufen. Das erinnert mich sehr an Rio de Janeiro, so von den Bildern hier. Und man kann dann hier durch die ganzen kleinen Gässchen laufen. Hier sind überall kleine Läden mit Snacks oder auch mit Souvenirs. Busan liegt auch umgeben von sehr vielen Bergen. Das heißt, die Stadt schmiegt sich auch schön an die Berge an und man hat von sehr vielen Orten sehr schöne Aussichten. Ja, heute geht es mal wieder auf eine kleine Tour. Ich habe was über Get Your Guide gebucht. Wir fahren zu einem Palast außerhalb von Busan. So, wir sind jetzt angekommen bei der ersten Station Bulguksa Tempel. Ja, nach dem beeindruckenden großen Tempel hier waren wir dann noch in einem traditionellen Dorf und ich konnte hier später noch eine Spezialität probieren. Das ist hier so Teig mit Käse gefüllt. Auf jeden Fall sehr lecker. Ja, wir sind jetzt hier bei der vorletzten Station für heute. Hier hinter mir sind jetzt ein paar Tempel mit so einem See. Das ist hier deshalb so bekannt, weil das erstens ja ein sehr alter Tempelkomplex ist hier und auch weil sich dann hier am Abend dann der Tempel im Wasser spiegelt. Ja, das war's schon wieder mit der Tour hier. Jetzt hier am Ende mit der schönen Brücke, die noch schön beleuchtet ist. Also hier die Tour war echt richtig gut. Für nur 30 € wird man hier an sehr geile Orte gefahren, wo man sonst nur sehr schwer Zugang hat mit den Öffentlichen. Also man wird auch wieder zurückgefahren jetzt nach Busan. Also für nur 30 €, das ist ein absolut guter Deal hier. So, das waren schon die Erlebnisse aus Südkorea und dann hat mich noch was sehr Besonderes erwartet. Ich habe nämlich meinen Dad getroffen in Hongkong und wir haben zusammen die Stadt erkundet. Also willkommen in Hongkong. Während wir mit dem Citybus hier ein bisschen durch die Stadt cruisen, erzähle ich hier mal ein paar interessante Fakten. Also Hongkong hat mit 517 Hochhäusern die meisten auf der ganzen Welt und das wirklich mit Abstand. Auf Platz 2 liegt die chinesische Stadt Shenzhen, die übrigens hier direkt neben Hongkong liegt. Und auf Platz 3 kommt dann erst New York und dann noch Dubai. Und ja, genau das sieht man auch, wenn man hier mit dem Bus durch die Stadt fährt. Wirklich Betonwände überall, das ist schon sehr beeindruckend. Es gibt hier übrigens 3 verschiedene Hop-on, Hop-off Bustouren, die alle sehr schön sind. Einmal ja hier durch das moderne Viertel, was ihr gerade gesehen habt. Dann gibt es auch noch eine Tour um Hongkong Island drumherum und auch noch eine Tour durch das alte Hongkong. Und ja, das sieht man, glaube ich, auch. Vom Sky 100 Tower konnten wir dann noch Hongkong bei Tag und bei Nacht wieder bestaunen. Ja, hier der Sky Tower natürlich auch einer der Wahrzeichen von Hongkong. Am Abend sind wir dann hier noch über einen Night Market und haben hier auch noch bei einem Streetfood angehalten, haben was gegessen und hier gab es einfach keine normalen Tücher, sondern Klopapier. Da haben wir uns echt erstmal komplett weggeschmissen.
Heute geht es für einen Tagestrip nach Macau. Das liegt etwas entfernt von Hongkong und Macau gilt als Sonderverwaltungszone der Republik China. Also im Endeffekt hat China hier das Sagen. Macau wird auch das Las Vegas von Asien genannt und ich kannte das vorher auch noch nicht, aber Macau macht mittlerweile mehr Umsatz in der Glücksspielindustrie als Las Vegas. Kaum zu glauben. Wir sind hier mit dem Bus quasi an diesen ganzen großen Casinos vorbeigefahren. Unglaubliche Gebäude, natürlich für den absoluten Luxus. Die haben auch verschiedene Casinos thematisch nachgebaut. Zum Beispiel gibt es hier ein Londoner Casinos, wo so ein alter Bus aus London dasteht. Oder auch mit dem Eiffelturm hier Frankreich nachgebaut. Also ganz im Like, wie man es kennt aus China. Als Gruppe sind wir dann im Venetian Casino, ja, haben wir da angehalten. Das ist quasi Venedig nachempfunden. Hier konnten wir einen echten James Bond Drehort sehen. Das Casino auf diesem Bild ist aktuell das umsatzstärkste Casino auf der ganzen Welt. Hier wird der meiste Umsatz generiert. Natürlich hier die chinesischen Haie, die chinesischen reichen Leute buttern hier richtig schön Geld rein. Der Mindesteinsatz hier in dem Casino beträgt 500 Hongkong-Dollar. Das entspricht ungefähr 50 Euro. Dann ging die Tour weiter. Wir konnten von hier aus auch das Festland China sehen und sind dann weiter zum ältesten Tempel in Macau. Ja, wir sind jetzt hier in der Tour bei dem ältesten Tempel in Macau angekommen. Hier der Tempel ist über 600 Jahre alt und hier sind quasi auch damals die Portugiesen angekommen, weil hier Macau ist halt auch quasi Kolonialstaat oder wie man das halt nennt, gewesen von den Portugiesen. Deswegen ist hier diese ganze Area hier rund um den Tempel auch UNESCO-Welterbe. Danach haben wir noch ein paar weitere Wahrzeichen von Macau gesehen. Ja, am Ende ging es mit dem Bus zurück nach Hongkong und hier sind wir über die aktuell längste Brücke der Welt gefahren mit 55 Kilometern. Am letzten Tag in Hongkong haben wir noch einige Tempel besucht. Ja, wir fahren jetzt hier gerade noch ein paar Tempel an in Hongkong. Hongkong ist jetzt nicht unbedingt die Tempelstadt, ja. Aber es gibt hier doch zwei sehr interessante Tempel, auch sehr groß und auch sehr schön. Und natürlich durfte auch das ein oder andere chinesische Essen nicht fehlen. Das letzte Highlight war eine Aussichtsplattform, die man mit einer alten Tram erreichen konnte. Bei dieser tollen Aussicht endet hier das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen auf dem Video und auf meinem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich sage wieder Schmidti, bleibt am Tour.